Es gibt keine Roomtour, die kommt erst später. Wir hatten nämlich heute Nacht Probleme mit unserer Aircon. Demnach haben wir einen Room-Switch. Das Zimmer ist aber noch nicht fertig, deshalb müssen wir noch ein bisschen warten. Und ja, ich bin ein bisschen fertig. Ich bin früh aufgestanden, um gleich zu arbeiten, dass wir den Tag frei haben. Wir werden jetzt Chiang Mai erkunden gehen, euch die ganzen schönen kleinen Feinheiten von Chiang Mai zeigen, die es so besonders machen. Also ich war gestern echt schon beeindruckt. Ich war schon mal in Chiang Mai. Dieses Mal sind wir an einer anderen Ecke und ich bin schon gespannt, was wir heute alles sehen werden. Tears fall from the sky. Minding the hooligans, I think I'm losing it. Hope you're along for the ride. Buckle the seatbelt. So many want me to crash and die. Who can I call when I need help? Juggling, thugging, depression and pride. Saying it loud like James. Rolling the window down. Also, der Matcha Latte ist schon mal sehr, sehr gut. Ich habe lange keinen richtigen mehr getrunken, aber ich feiere ihn sehr. Ich werde noch einen Flat White probieren, weil das hier ist ja eine Roastery. Hier haben wir unseren Flat White. Ich kann ihn leider nicht so hoch halten, weil ich sonst alles verschütte. Aber ich freue mich schon mega jetzt drauf, wenn ich mich entscheiden müsste, Team Matcha oder Team Kaffee. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr seid. Dann bin ich definitiv Team Kaffee. Und weil ich so früh aufgestanden bin, ist das mein Fuel für den Tag. Sehr, sehr gut. Ich bin Team Matcha. Das Café da, wo er hingezeigt hat, das hatte leider zu, dann bin ich ganz vollgelaufen. Danke. Kommen Sie noch mehr ins Bild rein, gerne. Sehr, sehr schöne Tempelanlage hier. Ihr habt hier so viele Texturen. Ihr habt hier sehr viele Goldtöne, Rottöne, Blautöne, sehr viel Holz verbaut. Also es ist wirklich eine wunderschöne Tempelanlage. Ich weiß gerade nicht auswendig, wie sie heißt. Weißt du den Namen? Lass mal kurz nachschauen. Sag du mal. Wat Prasing. Ihr habt sowieso in der Beschreibung unten den Namen nochmal. Und ja, eine sehr schöne Anlage. Es ist einfach sehr atmosphärisch. Dieser Tempel ist über 500 Jahre alt und das hat uns ein lokaler Tuk-Tuk-Fahrer erzählt. Drinnen sieht man Wachsfiguren von Mönchen und die werden verehrt, weil die bekannt sind für ihre spirituelle Weisheit und heilenden Fähigkeiten. Was ihr beachten solltet, wenn ihr zu so Tempeln geht, ist natürlich die Schultern zu bedecken. Kleidung tragen, die übers Knie gehen. Also auch keine Shorts zum Beispiel, dass eure Knie frei sind, sondern längere Hosen. Genau. Wenn ihr einen Tempel betretet, dann solltet ihr nicht auf die Türschwelle steigen, weil der Schutzgeist von dem Tempel auf dieser Türschwelle ist. Und es zeugt von Respekt, wenn man über die Türschwelle steigt. Sawadee-krab. Sawadee-krab. Wir sind jetzt bei einem sehr berühmten Khao Soi-Restaurant. Khao Soi ist ein Thai-Gericht und mein persönliches, einer meiner Lieblings-Thai-Gerichte. Und man sagt, im Norden schmeckt es ganz anders als im Rest von Thailand. Also wenn man im Norden ist, dann muss man auf jeden Fall Khao Soi gegessen haben. Let's go! Was haben wir für eine Nummer gezogen? Nummer 1. Es geht auf jeden Fall schneller als gedacht. Die Leute gehen hier rein und raus. Das geht richtig schnell, weil ihr habt auch sehr viele Sitzmöglichkeiten. Das ist auch alles sehr eng an eng, also es geht mehr ums Essen. Wir haben jetzt ungefähr 20 Minuten gewartet, was noch okay ist. Also war jetzt nicht allzu lang, ist doch echt schnell gegangen, wie die Leute rein und rausgegangen sind. Und ihr kriegt hier einen kleinen Zettel, den ihr ausfüllen müsst. Das Menü ist nicht groß. Ihr habt hier verschiedene Gerichte, die ihr auswählen könnt. Und verschiedene Getränke, super simpel gehalten. Füllt ihr einen Zettel aus und dann könnt ihr euer Essen bestellen. So, jetzt ist es da. Wir schauen mal, ob das Khao Soi wirklich was kann. In der Soße ist sehr viel Gewürz drin. Also bei manchen ist es ja so, dass man quasi nur diese Kokosnussmilch rausschmeckt, also ein bisschen Geschmack, aber hier schmeckt man gut die Gewürze. Das Fleisch ist schön zart. Auch die Nudeln, die sind gut, die sind jetzt nicht matschig oder so. Und dieser frittierte Teil, diese frittierten Nudeln quasi, sind auch schön knusprig. So, also ich muss jetzt sagen, finales Review, es war wirklich sehr lecker. Ich fand alle Geschmacksrichtungen
Elemente waren so perfekt ausbalanciert, vor allem auch die Schärfe, es war nicht zu scharf, es war nicht zu wenig scharf, es hat richtig zum Geschmack auch beigetragen. Also overall top, sehr, sehr lecker, hat sich auf jeden Fall gelohnt herzukommen. Ich muss ehrlich sagen, als Review, ihr steht hier auch an, habt eine Wartezeit, weil es eben sehr bekannt ist, weil es mit Michelin-Sternen ausgezeichnet wurde und. Der Standard hier im Norden in Chiang Mai ist einfach sehr, sehr hoch und ich glaube, ihr könnt überall gut essen gehen. Das muss man mit dazu sagen. Ja. Und dass ich jetzt nicht glaube, wenn ihr es mitnehmen wollt, dann nehmt es auf jeden Fall mit. Aber ich glaube, es ist nicht so ein super großer Unterschied, ob ihr jetzt woanders hier Khao Soi essen geht oder genau dort. Ich habe jetzt ein bisschen gearbeitet im Chaseki Tea House und ich muss sagen, wenn ihr geilen Matcha haben wollt, geht auf jeden Fall hin. Wir haben unser Glück eingesammelt, aber du hast jetzt auch die Chance, dir Glück zu holen. Und zwar, indem du diesen Kanal abonnierst, denn Gerüchten zufolge bringt es Glück, diesen Kanal zu abonnieren und unsere Journey zu supporten. Also, lass jetzt ein Abo da. Herzlich willkommen zu dieser kleinen, aber feinen Roomtour. Das Zimmer, was wir hier haben, kostet 19 € pro Nacht und ist so ungefähr, keine Ahnung, 30 Quadratmeter groß. Vielleicht ein bisschen weniger. Genau, kommt's mal mit. Wir haben hier unser Schlafzimmer, wo wir uns erholen. Die Matratzen sind ein bisschen härter, aber das mögen wir auch, weil wir uns einfach erholter fühlen, wenn wir auf nicht so weichen Matratzen schlafen, haben wir jetzt rausgefunden. Unser 4K OLED Smart TV, der hat auch eine ordentliche Stange Geld gekostet. Aber hier watchen wir immer unsere Animes drauf. Dann haben wir hier eine kleine Arbeitsecke, die von der Höhe nicht optimal ist, aber man hat ein bisschen mehr Platz, um sich auszubreiten und es passt. Es ist in Ordnung, um hier zu arbeiten. Kleiderschrank, den wir aber nicht nutzen. Hier hängen zwar ein paar Sachen, aber einfach, weil wir ein bisschen was gewaschen haben. Ganz ehrlich, wir sind nicht Team Koffer auf und alles in den Kleiderschrank einräumen, sondern wir sind Team Koffer auf und 2 Wochen auf dem Boden liegen lassen. Das ist mehr unser Stil. Das ist unser Room. Heute hat es uns zu dem kleinen Handwerksdörfchen Ban Khang Wat verschlagen. Hier bieten viele Künstler ihre Waren an, ihre Kunstwerke, kleine Trinkets. Außerdem kann man hier auch verschiedene Workshops mitmachen, wie zum Beispiel Töpfern oder auch etwas bemalen und auch kleine Bücher herstellen. Ihr habt hier hinter mir ganz viele süße Holzhäuser. Das ist traditionell im thailändischen oder nordthailändischen Stil gebaut, dieses Dorf. Und zur Geschichte, wie das Dorf entstanden ist, erzähle ich euch gleich mehr. Also wenn ich es richtig verstanden habe, dann heißt der Künstler, der dieses Dorf errichtet hat, Big. Ich weiß nicht, ob es sein Künstlername ist oder sein thailändischer Name. Und er hatte den Wunsch nach Gemeinschaft und das war der Grundgedanke von diesem Dorf, weil er in einer sehr großen Familie auch aufgewachsen ist. Und so wollte er eine Community gründen, in der die Künstler nicht in Isolation leben, sondern miteinander arbeiten, leben und voneinander profitieren können. Und das war so dieser Kernwunsch und Gedanke von diesem Dorf und so ist es entstanden. Und es ist auch wirklich super, super süßes Dorf. Es ist definitiv Instagrammable, also sehr, ihr könnt hier viele Fotos machen. Es ist einfach sehr schön, einfach nur durchzugehen, einen nice Drink zu holen oder einen Workshop mitzumachen, ein paar Sachen einzukaufen. Also ich bin positiv überrascht, weil ich habe ja gestern schon ein bisschen Recherche betrieben und habe geguckt, was kann man für Workshops machen und wie groß ist es. Auf Google Maps sieht es so aus, als wären es irgendwie so 5 Häuschen oder so, aber es sind sehr, sehr viele Stores. Jeder hat so seinen eigenen Twist und seinen eigenen Charme. Ich glaube, es wird eher so eins in der Farbe. Ich muss nur schauen, welche Größe.
Was findest du besser? Ich finde das halt nice, weil man es so zumachen kann. Aber prinzipiell finde ich die Farbe schöner. Gibt es nicht in der Farbe? Nee. Das ist süß und es passt in die Tasche. Und das sind halt einfach größere Seiten. Die könnte ich zu Hause benutzen. Vielleicht nehme ich das größere. Also wir haben jetzt Notebooks gekauft hier in dem Laden, jeweils für uns. Das ist von Tina, sie hat ein schwarzes genommen und ich habe ein beiges genommen. Und wir können jetzt selber was Buchstaben reinhauen oder reinstanzen. Und da übe ich jetzt. Und es wird wahrscheinlich nicht genau funktionieren. Man denkt sich jetzt so, ich will es gut machen, ich will es perfekt machen, aber am Ende geht es auch einfach darum, Charakter reinzubringen. Und es passt dann schon, wenn es nicht on point ist. Wir hauchen dem Ganzen Seele ein. 1, 2, 3, 4. Viel zu oft messen wir dem Endergebnis zu viel Bedeutung bei, weil unsere Gesellschaft genau das trainiert. Leistung bewerten und Resultate vergleichen. Dabei übersehen wir, dass Imperfektion ein natürlicher Teil des Lebens ist. Und dass der wahre Wert oft im Prozess selbst liegt. Genau das spiegelt dieses Künstlerdorf für mich wider. Es geht nicht darum, perfekt zu sein, sondern darum, Freude am Machen zu haben und Dingen Charakter zu verleihen. Das Witzige ist, bevor ich überhaupt angefangen habe, dachte ich, was, wenn es nicht gut wird? Ich war so darauf fixiert, es richtig zu machen, dass ich einfach einen Buchstaben vergessen habe. Und plötzlich wurde genau dieses Notizbuch zum Symbol für die wichtigste Erkenntnis. Gut genug ist besser als nie gemacht. Das Material ein anderes, das ist nicht nachgiebig, das Leder, als wie bei mir. Hier sieht man es schön reingeprintet. Bei Tina ist es halt immer wieder verschwunden. Wir haben es probiert. Echt so? Manมาตามด่านบริเวณเยอะอะไรเงี้ยคือมัน Gar nicht so einfach. Die andere Seite. Von Dame. Ah! Oh. Darf ich auch mal? First try. Thank you. Thank you so much. Have a nice day. Thank you. Soll ich als erstes probieren? Okay. Ich weiß nicht, was das oben drauf ist. Ich glaube Erdnuss oder so vom Flavor. Aber sehr, sehr lecker. Möchtest du? Also wir haben nochmal nachgefragt, das ist Sojabohnenmehl mit Kokoszucker, das Pulver oben drauf. Und drunter ist Mochi und das schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Wir sind jetzt nur noch 2 Tage in Chiang Mai und danach geht es weiter nach Chiang Dao, worauf ich mich mega freue. Und dementsprechend wollen wir aber auch noch die 2 Tage gut nutzen. Ich muss sagen, ich freue mich schon sehr auf Chiang Dao, vor allem mit der Drohne zu fliegen. Und ich hoffe, dass das Wetter nice ist, dass wir klare Himmel haben. Oder es vielleicht sehr moody wird mit den Wolken. Wir werden sehen. Ich muss auch noch jetzt heute meinen Drohnenpermit verlängern hier in Thailand, weil ich ja mein Visum verlängert habe. Und das ist immer an deinem Visum geknüpft. Und weil das jetzt am 19. dann die Tage ausläuft, und ich verlängert habe, muss ich quasi nochmal das beantragen. Das kostet 5 €. Dauert ungefähr 4 Tage oder so, bis ihr das dann habt. Da muss ich mich heute noch kümmern. Und wir gehen jetzt noch ein bisschen exploren, noch ein paar Sachen mitnehmen aus Chiang Mai, weil wir noch nicht alles gesehen haben, was wir sehen wollten. Und genau das werden wir jetzt tun. Ein bisschen exploren gehen. So, Wetter ist heute nicht so optimal. Bewölkt mit ein paar blauen Löchern. Und ich hoffe, dass es noch mehr aufklärt, weil Chiang Mai ist wirklich unglaublich schön mit blauem Himmel. Vor allem, wenn ihr dann so vereinzelt riesige Wolken habt. Es sieht so schön aus. Aber mal schauen, was der Tag so zu bieten hat. Wir übernachten in Old Town von Chiang Mai und das ist im Zentrum. Und Old Town umgibt sozusagen eine Stadtmauer, die nur noch teils steht und ein kleiner Graben,
wo ein Fluss durchgeht. Und hier seht ihr die Überreste von der alten Mauer. Tears fall from the sky. Minding the hooligans, I think I'm losing it. Hope you're along for the ride. Buckle the seatbelt. So many women that crash and die. Who can I call when I need help? Juggling, thugging, depression and pride. Saying it loud like Jay. Rolling the window down. Hey, brody, you gangbang. Yeah, click, clack, pow. I'ma regret it, manana. Niggas be doing shit just to be doing. And we eating better tomorrow. Real food stand babies. My people product of poverty. I don't know why they would play with us. Choppers and luxury vehicles. Living like Saudi Arabians. Learning economics and ran it up. We don't got nothing to show for. Infatuated with folklore. Hinter uns ist der silberne Tempel und der trägt den Namen wegen seiner Farbe. Frauen selbst dürfen nicht den Tempel betreten, also in den Tempel reingehen. Wir wissen nicht warum. Normalerweise ist es kein Problem, dass Frauen in den Tempel gehen. Wir haben da auch nicht richtig recherchiert. Also wir wussten es gar nicht. Genau, aber das ist so, es ist wahrscheinlich von der Kultur irgendein Aspekt, irgendein Zusammenhang mit dem Tempel und dann ist es eben, wie es ist. Und wir werden jetzt die Anlage ein bisschen erkunden gehen, heute mit der Action Cam ein bisschen nahbarer, damit wir es leichter haben zu dokumentieren. Ja, und wir schauen es uns mal gemeinsam an. Ich gehe jetzt in den Tempel rein und schaue ihn mir mal an. Tina muss ja leider draußen bleiben. So. Also der Tempel ist wirklich sehr, sehr schön von innen. Sehr schön auch vom Raum konstruiert, wie er aussieht. Das Silber hat definitiv was und eine sehr, sehr schöne Buddha-Statue, also muss man schon sagen. Echt ein schöner Tempel. Ich werde jetzt noch kurz beten und dann gehe ich wieder zu Tina und zeige ihr auch die Aufnahmen, dass sie das auch sehen kann. Ihr bekommt außerdem hier noch so einen Anhänger. Ihr zahlt 50 Baht Eintritt, wenn ihr Ausländer seid, also kein Thai. Und genau, dann kriegt ihr so einen kleinen Anstecker mit so einer Karte dran. So für Leute, die Collectibles gerne haben, ist das eine nice Sache auf jeden Fall. Und der Tempel ist sehr schön, eine kleine Anlage, aber das, was da ist, ist wirklich toll. Der Tempel ist ganz aus Silber erstellt worden. Die ganzen Verzierungen und auch die Innenseite vom Tempel ist mit ganz viel Silber ausgestattet. Kommt her, überzeugt euch selbst. Wenn ihr das nicht glaubt, dass das cool ist, dann bleibt zu Hause, guckt weiter unsere Videos, drückt vielleicht mal auf Abonniere und dann hat sich die Sache auch erledigt. Wir sind noch nicht viele Touristen, ne? Und das ist noch so ein Hidden Gem. Hier sind ganz viele Städte aufgelistet. Und hier sieht man die Avengers. Da den Iron Man, Hulk, Spider-Man und Co. So Leute, was geht? Herzlich willkommen zum neuen Video Roti Tasting. Also, ich sag's euch, Roti, einer der besten Sachen, die ihr Streetfood-mäßig euch holen könnt. Sau nice. Meiner Meinung nach gibt's nichts Besseres. Von den Süßspeisen her, und wir kosten das jetzt mal. Ich nehme die meiste Zeit Banane und Ei. Klingt ein bisschen komisch, ist aber brutal lecker. Ist auch mein Favorite, muss ich sagen. Ist einfach das Beste. Da wird dann auch gezuckerte Kondensmilch drüber geleert. Genau. Manche tun dann noch Zucker drauf streuen. Aber das ist ja super. Ultra geile Mische und hat mich noch nie enttäuscht. Yes!